Liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Hand of Fate. Und ihr kennt das natürlich von diesem LP. Wir schwingen keine großen Reden, sondern springen direkt rein in die Action. In der letzten Ausgabe haben wir den King of Sands, ja fast King of Dust, mal ordentlich schlafen gelegt, das Sandmännchen. Und diesmal, übrigens, anscheinend haben wir jetzt in dieser Ausgabe den letzten, der zweiten Riege, den wir heute ausschalten müssen. Danach haben wir wieder ein kleines Goblet-Upgrade. Das heißt, das Game wird schwerer, denke ich mal, sobald wir den heutigen Fletch-Beppo besiegt haben. Und der nennt sich hier Check of Scales. Das heißt, Scales. Das könnte gut sein, dass es hier eventuell ziemlich viel Poison auf uns wartet. Wir haben als Curses 2 Stück Mana Drain. Cooldown Times for Weapons and Artifacts are doubled. Was ziemlich scheiße ist. Ist aber kein Mana Drain. Das ist einfach nur scheiße. Und dann haben wir noch Last Man Standing in every combat. The last enemy alive can no longer be stunned or interrupted. Ist gar nicht mal so geil, definitiv. Und als Challenges haben wir zweimal Deadman's Gorge und zweimal Supplies. Supplies? Naja, gut. Aber wir können mal in die Lore reinschauen. Their latent magical abilities make these lizardmen feared by all, even their own kind. Alles klar. The suit of scales are represented by these lizardmen. Quiet, patient, lethally subtle and coldly intelligent. Of all the creatures I have incarnated as suits, these please me the most. Okay, warum in aller Welt, das ist gut, dass ich vorher mal hier reingeschaut habe, warum in aller Welt ist das Schwert hier drin? Das macht 23 Schaden, hier haben wir den Mace. Der macht 27 Schaden und ist nicht im Deck, dafür aber das Schwert. Das macht null Sinn, deswegen raus mit dem Schwert. Wie viel Schaden macht... Wow! Okay, 25, das macht 27. Ja, okay. Hatte gerade 23 irgendwie im Hinterkopf. Aber ich denke sowieso nicht mehr richtig. Also rein mit Harry Mace hier. Wir müssen mal schauen, dass es ein bisschen ausgewogen ist, was Weapons und was Armor... Ja, okay, das ist einiges. Definitiv an Armor und dann... Trinkets, sag ich mal. Das kann sich schon sehen lassen, so. Ja, okay, ich würde sagen, das passt eigentlich. Weapon-technisch, vor allem haben wir Frostfang ist drin, ich liebe diese Waffe. Und hier haben wir das neueste Life's Limb. Könnte sein, dass es irgendwas mit Lifesteal zu tun hat oder so. Könnte ich mir bei dem Namen gut vorstellen. Hier haben wir ja die Difficulty. Schauen wir mal hier, was wir hier da alles drin haben. Demon Trader fehlt schon mal, die haben wir dazu bekommen. Genauso wie Borough Forest. Haben wir diesen... Moment. Ah ja, okay, hier gibt's okay, jetzt sehe ich es auch gerade hier oben. Hier oben, dafür gibt's Tokens für die Waffen, die wir hier haben. Und hier, das hier ist ein Encounter. Genauso wie die hier. Ah, Ambush hätte ich eigentlich ganz gern drin, ne? Das hier meinte ich übrigens. Davon haben wir anscheinend das nächste schon drin, von diesem White Minotaur. Wir haben White Council 4 drin, das passt. Das sind ja so die Geschichten, die wir quasi noch mit haben. Da ist jetzt so die Frage, wo hier der... Aber ich sehe ja nur oben nirgendwo den anderen weißen Minotauren. Deswegen denke ich mal, dass das auf jeden Fall schon hier drin sein muss. Aber hier gibt es auch ein paar Karten, die auf jeden Fall interessant sind. Hier Field of Poppies. Haben wir bisher noch nicht gehabt. Würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Ach, guck mal, ich sehe übrigens gerade hier... Na, wenn man hier auf Rechtsklick macht, dann nicht auf das, sondern... Hallo! Sondern auf das hier. Sehen wir hier Map Reveal und Map Shuffle. Keine Ahnung, ob das wirklich das macht, aber ich gehe mal davon aus. Und hier übrigens, die Geschichte ist ja auch noch ongoing. Wir haben ja von der Maiden mittlerweile eine Locker bekommen. Das heißt, wenn wir die Karte jetzt revealen, dann schauen wir, wie es da mit der Story weitergeht. Bin ich mal gespannt. Also der hat uns zumindest weiterhin noch begutachtet aus dem Gebüsch. Mal schauen, ob er sich rechtfertigen kann. Aber ich denke mal, das ist ganz okay, das Deck, was wir jetzt haben. Springen wir mal rein. Ach so, jetzt sehe ich es auch gerade hier. Links von ihm, also das hier, ich habe ja die Maus angemacht. Da war vorher das Goblet, das haben wir jetzt, und danach bekommen wir das Scepter. Also das Ding. Okay. Ich weiß nicht, was bei mir auf dem Spiel steht, aber... Ist schon mal gut zu sehen, dass er keine Karten von uns mobst. Oh. I have saved the lizardmen for now, but the stakes have been raised. There is no weapon I will not use against you. Das ist ein interessantes Layout. Ich gehe mal nach links. Helpful Priest. Die Hälfte von unserem Food, ne? Yep.
Na gut. Wir haben ja nichts zu verlieren, weil wir haben nur Success oder ein Huge Success. Und Huge Success wäre auf jeden Fall sprichwörtlich ein Huge Success. Na, schade. Aber auch gut, wir bekommen ein Blessing. Und hoffentlich, whenever the player eats food, they gain twice the usual healing. Oh. Das ist ganz gut. Das gefällt mir. Oh, und direkt Stairs. Were you hoping this was the end? No. Another floor awaits. Nehmen wir direkt die Stairs, warum nicht? Your efforts. I worked hard on this game. It is a pleasure to see you play. A ship at dock is worth nothing until it sails. Schauen wir mal, da können wir uns direkt schon mal ein bisschen Food gönnen, weil wir haben noch 10 Gold momentan. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Lass mal sehen hier. Das sind nämlich die guten Trader, die nicht nur heilen können und was weiß ich was. Das hier müsste, genau, Damocles sein. 39 Gold kostet das Ding. Ist aber eine ganz gute Sache eigentlich. Wir haben hier nichts Neues. To attack faster with each successful strike. The longer your combo, the more explosive the reaction. Das ist ziemlich geil eigentlich. Alchemical Silver. Müssen wir uns auf jeden Fall mal vormerken. Nee, Sell Items wollen... Wir können unsere Waffe verkaufen. Und greifen dann mit gar nichts mehr an, oder was? Naja, macht keinen Sinn. Aber Food, das können wir uns auf jeden Fall schon mal gönnen. I'm sure you are grateful for that. Definitiv. Leider können wir uns nur einmal das leisten. Deswegen raus da mit uns. Und hüpfen dann gleich mal... Es ist ja blöd, wenn hier die Stairs sind, weil dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, aber ich gehe mal weiter. Redman Hunting, ja. Warum haben wir die überhaupt drinne? Redman geben uns keinen Loot. Ich weiß nicht, ob die jetzt locked war oder nicht. Das ist auch nochmal das Problem. Da hätte ich vorher nochmal reinschauen sollen. Aber es gibt ja Karten, die locked sind, die einem keinen Vorteil geben eigentlich. So wie zum Beispiel Angry Mob ist eine Karte, die ist locked, die gibt uns keinen Vorteil. Die sind halt einfach mit drinne. Und ich glaube, Redman Hunting könnte auch so eins sein. Also alle Karten, die euch quasi wirklich 0 Vorteile bieten, sind dann meistens locked. Und wie gesagt, ich denke mal, das war hier der Fall bei der Karte. Oh, okay. Man kann halt wirklich nur mit einem Minus hier rausgehen, weil das kostet Food und man kann eventuell noch Schaden nehmen, wenn es ganz blöd läuft. Bei solchen Encounters. Aber ja, noch kein Schaden genommen. Ja, das kann sich alles noch ändern. Nicht dran denken, Last Man Standing, das heißt, den letzten Gegner, den wir hier haben, den können wir nicht stunnen. Oh shit. Okay. Und zwar den hier können wir jetzt nicht stunnen. Ach so. Okay, die hinterlassen so eine Giftwolke, wenn sie down gehen. Oh, das war nochmal eng. Da hätten wir fast nochmal Schaden genommen von dem Waisenheimer hier. Bekommen keinen Loot, glaube ich. Ja. Von Redman bekommt man nie Loot. Denken immer nur an sich selbst. Asleep in the forest. Spirits roaming the darkness. With the struggles, the boundaries are weaker than they've ever been. You are quick to your feet, weapon already in hand. The ghost stops abruptly, hand signal. Ah so, das, okay. Dann machen wir mal Lower Your Weapon. Das letzte Mal haben wir ja gekämpft und das hat nichts gebracht. I should not be here. I fear his servants already know where I am. For a brief moment, the ghost's pale eyes feel achingly familiar. Please come home soon. You blink and the ghost is gone. At your feet is a bag of food. Oh! 1 food gain card. This card's token is now yours. Cool. Also Free Food quasi mit Asleep in the Forest. Okay. Dann schauen wir mal hier. Und hier haben wir Ladder Escape. Also Stairs quasi, ne? To continue forwards, you must first descend down a ladder and into the unknown. Ja, dann runter da. You embark upon the next leg of your adventure. Mal schauen, was für ein Layer. Das ist immer blöd, wenn man so ein paar zurücken muss, ne? Weil das kostet halt Food. Oh, the White Council 4. Jetzt wird's interessant. On a fine sunny day, you set out into the forest, hidden in a barrel on the wagon of Terran, the merchant. Your destination is White Council's stronghold. Ach, stimmt, genau. Der hat ja gesagt, ich dachte eigentlich, dass man das dann bei so einem Shop-Ding machen kann, dass man dann eben sich hinten verstecken kann, aber okay, das ist dann mit White Council 4. After what seems like hours, a deep voice calls out, "Halt!" Terran yelps in surprise and the wagon stops.
You hear Terran greet someone. Ah, hello, my lord. I have usual shipment here. Nothing interesting to say about it. You cringe in your barrel. Is that so? The other voice remarks casually before falling silent for some time. Then here is your payment, and you hear the click of gold coins. Suddenly there is a blinding white light. When your vision clears, you bear to look out from your place of concealment. You see that you and all the stock from Terran's wagon are now sitting in the middle of a stone hall, inside a circle of runes and symbols. A trio of poorly dressed goblins set to work sorting everything into a storage room to one side under the supervision of a bored-looking mage. Ja, wir haben nur eine Wahl hier. Oh. Immerhin. Immerhin. Kein huge success, aber immerhin kein failure. You manage to sneak into a shadowy alcove, where you hope to wait undetected until the goblins complete their labors and you can leave. You soon discover that the tower is a sprawling maze of passages and chambers, many more than could actually fit inside the structure you saw from a distance. You were inexplicably drawn to a bare stone chamber with an opening to the sky above. You watch as a magician summons an enormous scaled creature into existence. Its form seems mainly to be composed of vicious-looking claws, gnashing teeth, and writhing tentacles. You feel dizzy just watching it. It lunges, biting and slashing at the wizard, but backs away when he raises an ornately decorated skull. To tentacle or not to tentacle, that is the question. The wizard addresses the creature. You will go to the city of Kadere and kill the duke. The creature's unblinking eyes gaze in every direction at once, and its sinister voice resonates. We don't have forever. Klappe da. From a dozen mouths. Jetzt hat mich voll rausgebracht. How has he wronged you? It hisses. Or is this more wisdom from the benevolent council? He foolishly questions my will, as do you, the wizard responds, holding the skull higher. Go, I command it. The beast retreats once more, rasping, Beware, Sahagan, the bones of my true master will not protect you forever. One day you will slip and drop them, and then I shall have you in my claws. Your threats are hollow, demon, and serve only to delay your departure. The mage stops abruptly. What are you up to? He mutters, then quickly looks around the room in alarm. His gaze comes to rest directly on you, watching from the shadows. Okay. Versuchen wir es. Oh. Das könnte eventuell gleich heißen, dass es gleich vorbei ist. Ist es aber nicht. Sehr gut. You send your weapon flying across the room, crashing into the skull and knocking it on the floor. The mage looks from the fallen skull to you and then to the beast. His mouth opens, but before he can utter a word, a dozen tentacles descend upon him. Was war das gerade hier mit unserer Waffe? Achso, die haben wir geworfen, scheiße. A loud bell begins ringing throughout the halls. More robed figures appear from glowing portals to aid their leader. You flee the room as the sounds of fire, magic and teeth do battle. Under the cover of the chaos you have sown, you manage to loot a magical artifact of some kind from an unoccupied laboratory before being spotted. There is an intruder in the lab, a magician calls from the doorway. No time for that now, someone else yells. Just expel it before it damages something important. One of the magicians casts a spell and you find yourself standing in the forest. The tower just visible in the far distance. Discard's token is now yours. Sehr gut. Das heißt, wir haben anscheinend die Stadt, also, ne, die Stadt muss anscheinend keine Sorge mehr vor diesem... Okay, der Turm steht noch. Aber ich denke mal, vor den Magicians müssen sie zumindest keine Angst mehr haben, vorerst. Desert Cult. Nothing speaks truth like blood. In a forgotten... Wir haben jetzt keine Waffe, das ist ein bisschen blöd. In a forgotten desert temple, you stumble upon a cult performing a summoning. The cult leader standing before an ancient altar demands a blood sacrifice from you. Refuse, natürlich. The cult turns as one to attack you. Alles klar. 2 of Dust und 2 of Scales. Schwierigkeit 2 bei 2 of Dust, so wie es aussieht. Aber wir haben die Waffe anscheinend trotzdem noch, das ist gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt sehe ich zum ersten Mal hier 2 of Scales und die haben Shields, mit denen sie meine Attacken blocken können. Das ist natürlich geil. Ich hoffe, man merkt die Ironie. Ich denke schon. Oh shit, der hat nochmal eine gute Dodge Roll hier hingelegt. Ah, fuck. Ey, du wirfst übrigens hier nichts. Ah, vielleicht doch.
Und Dodge Roll. Und Dodge Roll. Ist klar. Whoop. Ist er down? Ich hoffe. Nee, noch nicht. Der Kollege da hinten zumindest noch nicht. Gut. Haben wir doch alles im Griff hier. Ah, will er dem Todesstoß entkommen? Also das sind 2 Schläge am Boden und dann eben der Todesstoß, aber dem können sie meistens entkommen, die Gegner, so wie es aussieht. Junge! Okay, dann machen wir halt Block. Stimmt, wir können den nicht mehr stunnen. Ganz vergessen. Block habe ich schon gesagt. Stun meine ich natürlich. Aber hier hat er's. Jawohl. Aber ja, Last Man Standing, ne? Der Curse. So. You search the fallen, but find nothing of value. Your gaze wanders over the altar and you see an ornate treasure chest lying upon it. The chest has an intricate locking mechanism requiring the heads of 2 decorative silver dragons to be turned simultaneously. Open the chest. As the lock clicks open, a magical fire suddenly erupts around the chest. Your unprotected hands are badly burnt. Ah, God. Max health pain? What? I am sorry. Shut up. Naja, 1 equipment card. All weapon attacks are enchanted with a powerful poison that taints the victim's mind and body. Na, immerhin. Immerhin. Und wir haben den Token. Naja. War trotzdem nicht ganz so geil. Ich hoffe mal, die Richtung ist richtig. Ansonsten nehmen wir Schaden, was Health angeht. Wir können leider nichts verkaufen. Aber wir brauchen Food. Falsche Richtung wieder. Ah Gott. Damage! The room begins to fill with deadly gas. Genau. Eine Chance, sie zu knechten. Oh! Yes! You dive through the billowing clouds to reach the other side safely. Okay. The treasure chest looks battered but still intact. What treasure might it hold? Attempt to pry it open. Natürlich. Was kann überhaupt schief gehen? Ich will es nicht wissen. Ich will nur sehen, was passiert, wenn man es schafft. Danke. Wahrscheinlich kriegt man gar nichts und nimmt nur Schaden, weil man irgendwie, keine Ahnung, sich das Lock auf die Beine fallen lässt. After a mighty heave, the lock gives way and the spoils are yours. 4 game cards, okay. Food, Food, Food. Gib Food. Das darf doch nicht wahr sein. Obwohl, wir können zurück zum Shop. Passt, passt. Alles gut. Sometimes form follows function and vice versa. In this case, it's called a huge hammer. You take a guess. Together consecutive attacks you do greatly increase damage. Press 1 to unleash a force explosion. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den Hammer. Ist klar, macht mehr Schaden und hat Mana. So, 0 Food haben wir jetzt. Das kommt direkt passend. Approach the shop. Mit 80 Gold. Sehr gut. Da können wir uns hoffentlich ein bisschen was an Food gönnen. Ja. Allerdings. Well, well, well. Gib her. Now, starvation begins. Gott, nein? Was? Ich habe gerade Food dazu bekommen. Was redest du da? Keine Ahnung vom Kacken, der Kollege hier. So, Sell Items. Und da machen wir mal unsere Axt. Die können wir anscheinend nicht verkaufen. Naja. Was ist das hier eigentlich? Achso, ja, genau. Das war Poison Attack. Okay. Hat er denn irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben? Ja, genau. Hat er tatsächlich. Fool's Gold. On every weapon ability. Usage, all bandits are... Nur gegen Bandits? Are stunned for 3 seconds. Every bandit killed nets the player 2 Gold. Ganz gut, aber wenn es halt nur gegen Bandits ist, ich weiß nicht. Was haben wir hier noch? Ah, Lives Limb.
Press 1 to inflict a curse of weakening on enemies close to you. Strike a cursed enemy for bonus damage. This also removes the curse. Huh. Okay. Macht aber weniger Schaden. Das klingt ganz gut. Deswegen nehme ich das. Gut. Haben noch 17 Gold übrig. Okay, we are back in the game. Cave Mouth. Das heißt, raus aus den Caves. Mal schauen, wo es hingeht. Did you expect me to tell your fortune? No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. Oh, sehr schön. My powers are genuine. Also, wir bekommen eine Equipment-Karte, das kann ein Shield sein, also je nachdem, was halt als nächstes hier bei Equipment ist. In dem Fall waren es jetzt Handschuhe, die uns halt mehr Movement Speed geben. Sind das Handschuhe? Ich weiß gar nicht. Traveling Tinker. Ja, schauen wir mal, was der Kollege hat. Wir haben ja noch 17 Gold übrig. Eventuell hole ich mir wieder ein bisschen Food. Mal gucken. Wir haben halt wieder nur noch 16 bei Food. Da haben wir es doch. Weil Food tut gut. 3 Food. Okay. Hast du dann irgendwas, was ich noch nicht kenne? Sieht nicht so aus. Shut up. Damocles ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall als Ability. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier nichts, was wir ablegen können, ne? Ne, lassen wir mal so. Das passt. Aber ganz gutes Angebot. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Max Health irgendwie. Das hat uns ein bisschen runtergezogen, dass wir nur noch 80 HP quasi haben als Max HP. Local Peasant. Das haben wir ja das letzte Mal gehabt, ne? One Food. Dann werden, glaube ich, 2 Karten aufgedeckt. Mal sehen. Oh, 3 Karten sogar. Ja gut, dass das letzte hier, ne, der Ausgang ist mir klar. Aber das sieht ganz gut aus. Das sind eigentlich nur Encounters. Aber wir haben den Token nicht bekommen, warum auch immer. The Maiden. Nur gute Karten hier auf dem Weg. Hallöchen. Gibt Longer Life uns mehr Max HP? Schauen wir mal. Ah ja. Sehr gut. 15% mehr Max Health. Mach das ruhig. Das hast du ja schon vorher ganz gut hinbekommen. Wir sind wieder hoch auf 92 Max Health. A Winding Trail. Der Dealer zieht eine und ich ziehe eine. 3 of Dust, 2 of Skulls. Natürlich attackieren wir die Kollegen. Dust waren Bandits, ne? Glaube ja. Und nicht vergessen, wir haben mit 1 die Ability unserer Waffe, so einen explosiven Dingsbums zu machen. Bam! Yes! Und alle sind gestunt hier und wir bekommen Gold, wenn wir die killen. War das das? Ich glaube ja. Oh! Oh, es wird nicht angezeigt, wann wir die blocken können und wann nicht übrigens. Sehe ich gerade. Mich verarschen? Ich glaube Takt. So, Moment. Ach, das war okay, das war eine Falle. Alles klar. It's a trap. Die auch ordentlich Schaden gedrückt hat. Holy Ballsack. Das hasse ich ja, ne? Aber gut, 2 Game Cards. Ein Equipment, und das ist Berserker Armor. During combat, every hit you sustain increases your speed and... Oh. Strength and power of a barbarian, which you are on closer examination. Oh, okay. Das war gar nicht mal so schlecht, was wir da gezogen haben. Twisted Canyon. Die Chance auf eine bessere Waffe. Na, versuchen wir's. Chance ist 1:4, dass wir es nicht schaffen. A choice. Select your desire. Und nehmen Schaden. Ja genau, such dir irgendeine aus. Am besten die mit den meisten AP. Aber wir bekommen Frostfang. Ich equip mal Frostfang, weil ich mag die Waffe.
Habe ich auf jeden Fall einen Fetisch für. So, Forest Escape. Work your way through the woods and see what lies beyond. Run, Forest, run. So, das müsste jetzt genau das letzte sein. Haben wir hier. Heroes Remains. Eventkarte. You pass a funeral. It's obvious from the size of the procession that the deceased was a well-loved figure. You are approached by the cleric. This great hero fell defending our beloved town of Wondermere. His sword and shield are powerful artifacts but must be returned to his hometown for the proper burial rites to be completed. Will you do this? Ja, natürlich. Thank you. This will mean the world to his family. The town would have revolted had these artifacts not been returned. It's not far from the hero's hometown. Look for the town cleric when you get there. So, was haben wir hier? Viking Blade. 30 Damage. Elegant use of rage and anger. Press 1 to trigger Rage. Of the barbarian hordes. Equippen werde ich es mal nicht. Und hier haben wir noch Pain. A shield bash deals damage to the opponent. Damage increased as you go up to combo tiers. Oh. And hurry, it's no wise to anger the spirits of the dead by delaying their proper rites. Ah, was haben wir hier noch? Heavy burden. After 5 steps, player loses... Whoa! Let us see how you progress with that millstone around your neck. Oh, of course, shit. You can remove your curses at shops if you can find them. Und wenn ich genügend Gold hätte. I'm keen to see how you handle your disadvantages. Oh ja, das hätte ich... Ah, fuck. Heroes Return. Okay, die Karte ist da. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir hier? A Wife's Fury. You are braver than I if you're willing to get involved in a marital dispute. Nicht wirklich, aber mal schauen. Vielleicht haben wir ja ein verstecktes Talent. While traveling through a small town, you're accosted by a furious woman who shouts at you from the door of her homestead. You there! You look like you can handle yourself. My husband was supposed to be home hours ago, but instead he's with his pals drinking away all our coin. They left the spoils from their latest job here. If you go and teach him a lesson, you can take your pick. What do you say? Na gut, machen wir. Now here's someone with some sense. I would go crack his skull myself, but our dragon cow is birthing... Dragon cow? Is birthing a litter and might burn the whole place down. You'll find the woman's husband. We meet the Jack again. Did you think him done before? Oh, no. Shuffle back into the deck to rise again to the top. As are we all. You corner the woman's husband at the local tavern. He is busy playing a drinking game with his friends. Threaten him. Natürlich. Ah, fuck, was? Wieso? Was kann da jetzt schief gehen? Ich will ihn einfach noch fighten. Komm schon. Ah, fuck. I hear worse threats from my wife every day of the week, he scoffs. Achso. Ja, vielleicht hätten wir dann die ganzen Kollegen da weg gehabt, wenn wir jetzt einen huge Success gehabt hätten. Naja, ist kein Problem, die kriegen wir auch so down. Jawohl, Nummer 1. Erstmal die ganzen kleinen Kollegen hier loswerden und dann kümmern wir uns um den großen Jack. Mein Gott, wir dashen aber hier gerade durch die Taverne, das ist ja krass. Ups. Ihr seid auch noch am Start. Ich dachte, ihr werdet schon down. Na komm. Die hat echt eine gute Reach, muss ich aber sagen. Die hat eine gute Reichweite hier, die Waffe Frostfang. Eine Waffe zum Verlieben, definitiv. So. Der Kollege ist gerade in Rage, das heißt, wir können ihn nicht... Oh, Moment. Ah, falsche Richtung. Das heißt, wir können ihn nicht stunnen. Können wir sowieso nicht wegen dem Curse, den wir haben. Weil er der letzte Gegner ist hier. Ach, der heilt sich auch noch selber, oder was? Oh, weg! Ah, ne, Bermin. Okay. Wir kriegen nochmal ordentlich Geld. Das hätten wir mal vorher einsetzen müssen. Unseren Cone of Ice hätten wir nochmal einsetzen können, aber lief ja alles. You return to the woman, bringing her battered husband with you. Just drop him in the corner and take what you want from this rubbish, she says, handing you a sack.
Ja, nehmen wir Healer's Ring. Whenever the player receives healing, they also gain +1 gold, no benefit if they were already fully healed. Gerne doch. One piece of each type of equipment, and you're ready to take on the world. Und ein Achievement direkt. So, jetzt haben wir hier auch... minus 7 Health war das, glaube ich, gerade. Minus 7 Max Health oder sowas. Ah, ne, wir haben dazu bekommen, nevermind. You'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. You reach Wondermere, hometown of the dead adventurer. The town cleric meets you at the gate. He appears to have been standing vigil. Ja, natürlich, return to Hero Sword. Thank you, this blade will once again be wielding in righteous fury. Do you also have his shield? Ja, klar. Yeah. Truly, you have been almighty... You have done the Almighty's work in returning this shield. Thank you, blessed are we who protected can fell those who trespass against us. Ah, 2 Blessing Cards, nice. Whenever the player uses an artifact, there is a 30% chance of immediately reducing its cooldown by 80%. Wow, sehr gut. Also wir können es quasi zweimal hintereinander einsetzen dann. Many of these blessings are too good for the likes of you. Undead that physically strike the player may receive damage themselves. Nice. Sehr schön. Okay. It is yours. You can take it. Das nehme ich doch. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Embertown Hero. Ah ja, der Kollege, genau. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Oh, das... Okay, ich dachte, das wäre jetzt, ne? Wir müssen jetzt zu seiner Stadt gehen oder so. Boy! He knocks you to the ground and kicks your weapon into the forest. Defenseless, you can do little to stop him taking your artifact and gold. Later, you manage to find your weapon. Du Schwein, ey. Call for the Priest. Ja, ich glaube, das war nur ein Dealer, der nur HP quasi wieder sowas hat. Brauchen wir nicht. Schauen wir mal hier. Deadman's Gorge. It's enough to put you off crossing at bridges like this. Surely there's an alternative that would leave you less exposed and vulnerable. Nur der Check of Skulls? Oder noch mehr? Ja, natürlich ein Henchman, war klar. Hätte ich mal nicht denken können. Jai. Jetzt werden wir aber biestig hier, ne? Mit Crossbows und so ein Shit. Ja genau, da kannst du ja wieder reviven, aber wir können das auch unterbinden. Ups. Treffen wir? Ja, treffen sogar. Sweet. So, du gehst auch nochmal down und du auch nochmal. Yes. Oh yeah, big boy. Selbst wenn es ein Jack of Skulls ist, den kriegen wir auch noch down. 2 Gain Cards. Okay, Gold haben wir zurückbekommen und 3 Food. I'm sure you are grateful for that. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir kommen mit Food eigentlich hier ohne Probleme durch. Rein theoretisch. Kann auch sein, dass der Kollege hier auch noch ein bisschen Food für uns hat. Ah, Jack of Scales, da haben wir ihn doch. Now, a fight for the ages. I expect greatness. Dann werden wir sehen. The Lizard Man's potency allows him to nullify the magical abilities of the player's weapons and... Oh. Okay. Let us stake a token on their foolishness. The Lizard Man, ja. Okay, also Spells können wir mehr oder weniger vergessen. Stimmt. Also, er lowert unsere Cooldowns, aber wir haben ja eins, das die um 80% die Cooldowns reduziert. Also weiß ich nicht, wie genau das synergiert. Ah gut, Jack of Scales. Let's go. Bitches. Genau, mach deine Kollegen lang. Finde ich sehr praktisch. Alter, dieses Blocken geht immer ganz schön auf die Puperze, ne? Okay, Nummer 1 wäre erledigt. So, wir haben den Spell, glaube ich, wieder ready. Wow. Aber schön alle gestunt hier. Okay.
kurz Abstand immer nehmen, wenn er gerade kurz zum Angreifen ist. Da habe ich eine ganz gute Lösung. Manchmal wird es angezeigt und manchmal nicht, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Darf ich? Ja. Voll daneben. So, kann man ja jetzt hier. Jetzt regeln wir das mal wie Männer. Ui. Hat eigentlich immer genügend Zeit zum Ausweichen. Aber das fühlt sich nicht immer so an. Uiuiui. Vor allem, weil wir den feinen Herrn ja nicht stunnen können. Oh, und Spells bringen anscheinend auch nichts. Ah, das war's. Ah ja. Na gut. Nehme ich. Oh, was ist das für eine Maske? Pff. Und warum liegt hier überhaupt Stroh? Well played. Well played indeed. Das Scepter! Defeated something that I never expected to die. Ja. Allerdings. Ups. Equipment bonus. At the start of your adventure you gain an equipment card. Oh, das ist cool. You start your adventures with more food. Sehr gut. Also drei Vorteile und 3 Nachteile dann wahrscheinlich. New starting gear, your starting equipment has been upgraded. Da, okay, jetzt kommen wieder die 3 Nachteile. Redman's Strength Increase, Bandit Health Increase und Lizardman's Strength Increase. Kann ich noch mit leben eigentlich. Aber die 3 Boni sind schon extrem gut. Gefällt mir. The wand represents my will in the purest sense. It is not too late for you to give up now. Ach. Go peacefully to your fate and leave me to mine. Na, wir holen uns noch alles. A credible deck. Let us see what happens next. For showing the ghost you are merciful, you receive a sleep at the inn. Jetzt schlafen wir überall anscheinend. Zuerst im Forest und jetzt im Inn. For raiding the White Council's Tower. Mage Strike, das müsste Equipment dann, glaube ich, sein. Das ist ja die, ne, das rote. Hier unten sehen wir es ja gerade. Und The White Council 5. Es geht noch weiter mit dem White Council. For participating in a Desert Cult Ceremony, you receive 10 Max Health. Das hier, Desert of the Damned. Und, war das Equipment? Könnte. Sieht zumindest nicht nach einer Eventkarte aus oder ähnlichem. For going to the tavern to retrieve the woman's husband, you receive Tavern Wager. Hä? Das müsste dann unter anderem Equipment sein hier. For returning the belongings of the dead hero of Wondermere. Bekommen wir 10 Gold per Blessing, okay. Und Warcry. Klingt auch ein bisschen nach einem Blessing. As a reward for defeating my Lizardman Jack, you receive these new cards. Okay, das sind, glaube ich, dann alles Dark Ritual, genau, das sind alles Events. Und dann Equipment zum Schluss noch. Aber einmal irgendjemands Antlers und Undead Bane. Könnte sein, dass es mehr Schaden gegen Undead macht. Gut möglich. Vom Namen her zumindest auch schon. Halfway done. Let us continue. Genau, damit haben wir die Hälfte schon geschafft von Hand of Fate. Wir können noch mal kurz reinschauen. Ein wahrer Poet, definitiv. So, wir haben jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 5, 6 Jacks haben wir besiegt. Als nächstes, also wir sehen, wir haben genau die Hälfte geschafft von diesem Game. Als nächstes kommt Queen of Skulls. Moment. Ist das immer das? Okay, wir haben jetzt den King. Den einzigen King, den wir bisher gelegt haben, genau, war King of Dust. Queen of Dust haben wir die auch schon? Ja, genau, Queen of Dust haben wir auch schon. Das heißt, Dust müsste durch sein, außer es gibt noch Ace. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, ist Queen und King of Scales. Hier haben wir ja die Queen of Skulls, das heißt, der King of Skulls fehlt ebenfalls noch. Das heißt, hier könnte dann King of Skulls... Genau, King of Skulls und Queen of Scales sein. Was, Scales? Ja, okay, Skulls. Dann ist die Frage, ob hier unten... ob es eben noch Ace gibt, weil dann wären hier unten die 3 Aces. Also Ace of Dust, Ace of Skulls und Ace of Scales. Das sind zumindest die 3. Das ist in dem Fall dann die Frage, oder? Vielleicht gibt es noch eine... was anderes, was höher als Ace oder so ist. Aber gut, das war's zumindest für die heutige Ausgabe von Hand of Fate.
Wie gesagt, die Hälfte des Games haben wir mittlerweile schon durch. An einem Tag habe ich das tatsächlich jetzt gemacht. Abgesehen vom Let's Show habe ich ja hier alles an einem Tag gemacht. Das läuft doch auf jeden Fall souverän. Vielleicht kriegen wir am zweiten Tag dann direkt auch das Game durch. Werden wir sehen. Kommt darauf an, ob wir auch das alles beim ersten Mal schaffen. Das erste Mal sind wir ja down gegangen. Bei dem Jack war es auf jeden Fall. Ich glaube Jack of Plague oder so. Stimmt, Plague gab es ja auch noch. Ja, ich glaube, dann kriegen wir da unten noch wahrscheinlich King of Skulls, King of Scales und vielleicht den King of Plague. Bei Plague habe ich ganz vergessen. Queen of Plague kommt ja auch noch dann. Rein theoretisch. Ja, wir werden schauen, was alles noch vor uns liegt. Als nächstes haben wir auf jeden Fall die Queen of Skulls. Mal schauen, mit welchen Wassern die letzten Endes gewaschen ist. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Ausgabe von Hand of Fate gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von Queen, wollte ich schon sagen, von Hand of Fate. Wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.